Charlotte, and I'm from the King's Lodge in Nuneaton. Can you say your name again? Charlotte. Charlotte. Do you want me to write it Charlotte on? or Charlotte? Charlotte. Okay. Yeah. Also ich bin Charlotte aus der King's Lodge in England. Yeah. And usually it's normal to introduce myself. Usually the speakers say something about their life. What would you like to know about me? Also ich darf mich jetzt euch vorstellen, was normalerweise auch ein Sprecher macht, aber ich frage euch, was möchtet ihr von mir wissen? No, I'm not married, and I've never been married. No. Bin nicht verheiratet und nicht verheiratet. And I'm very happy being single. It gives me time to go abroad and I just live for Christ. Mit mir Zeit zu reisen und für Jesus zu leben. Do you have any pets? I don't have any pets, no. My mother had a cat, Ich habe keine Haustiere, meine Mutter hatte eine Katze. which I love very much, Ich mag die sehr. and she died recently. My mother, not the cat. Meine Mutter ist vor kurzem gestorben, nicht die Katze. And so my mother wanted me to take care of the cat, and I said I always would. Und meine Mama hat zu mir gesagt, ich soll dann mich um die Katze kümmern und ich habe immer gesagt, ich würde das machen. And so I prayed and prayed because I knew it would be hard for me to have a cat. Und dann habe ich viel gebetet, weil ich wusste, es wird schwierig, seine Katze zu haben. And a friend of my mother's has taken her in. Also hat eine Freundin von meiner Mutter sie jetzt aufgenommen. We have lots of cats. Und sie hat schon viele Katzen. If I had an animal, I'd probably have a tortoise. Ah, sie würde eine Schildkröte haben, wenn sie ein Tier hätte. They hibernate 6 months of the year. They go to sleep. They go to sleep. Monate im Jahr. Überwintern. What do you do at the King's Lodge? Was machst du in der King's Lodge? I am putting together an online biblical teaching and preaching school. Also ich bin dabei, bei einer Predigt- und Lehrschule Dinge zu machen. So Phil Leach, who is based at the King's Lodge, he leads the online department. Phil Leach ist der den Online-Kurs leitet. And the biblical teaching and preaching school, there's 2 modules which are up and running. Und in dieser Schule, die wir haben, gibt es 2 Module, die wir durchführen. And so I'm collating video teachings and helping ask someone to video teach us. Also wir haben Video-Teachings, die wir bekommen, wo wir auch jemandem helfen zu unterrichten. And uploading it onto our YouTube site and into Moodle for teaching. Und die laden wir dann hoch auf YouTube und auf andere Seiten, damit das Leute sich angucken können. And then anyone who wants to take the school, I grade and do all that side. Und jeder, der die Schule machen möchte, den werde ich bewerten und ich mache all diese Dinge. And I was trained as a horticulturalist, a gardener as well. So I help make the grounds look beautiful. Und ich helfe auch noch draußen im Garten, dass es schön aussieht. I have an elder sister and a twin sister. Ich habe eine ältere Schwester und eine Zwillingsschwester. And my older sister lives in London and my twin sister lives in Southern Ireland. Also meine ältere Schwester lebt in London und meine Zwillingsschwester auf der Südinsel. Irland. Einfach Irland. Ach so, Südirland. Ja. And neither of them are Christians, sadly. Keiner von denen sind Christen, leider. Yeah, That's not why I laughed, because of my translation. You can ask questions whenever you like. Ihr könnt gerne Fragen stellen, wann immer ihr wollt. So I did my DTS in 1998, which is probably before a lot of you were born. Ich habe meine DTS in 1998 gemacht, das ist wahrscheinlich bevor die meisten von euch geboren wurden. And I did my SBS 98 to 99 afterwards at the King's
Lodge. Und meine SBS habe ich danach gemacht, in 98, 99 in der King's Lodge. And I haven't done a DBS, but I've taught on a few. Ich habe noch nicht in der DBS mitgearbeitet, aber ich habe schon, ich habe sie nicht gemacht, aber mitgearbeitet. So I'm getting the hang of how it works. Und ich verstehe so langsam, wie das funktioniert. Can you see the PowerPoint from here? Könnt ihr die Folien sehen von hier? There. Okay. So we'll have a lot of information on the PowerPoint. Es gibt viele Informationen auf der PowerPoint. Oh. Your name is Jonathan. Yes. Jonathan. Will you separate the books? Will you talk about every book in the every book separately, or do you talk about these topics there? Sprichst du über alle Bücher getrennt oder über diese Themen, die da stehen? I will go through each book, Ich werde durch jedes Buch durchgehen, but some not so much as others. manche nicht so intensiv wie andere. So there's not a great deal of time to go in depth. Also wir können nicht in die Tiefe gehen. Dafür haben wir die Zeit nicht. I'll kind of be looking at the background and then fitting the books in. Aber ich werde mir den Hintergrund angucken und dann schauen, wie die Bücher da reinpassen. But if you have questions, then do ask as I go along. Aber wenn ihr Fragen habt, dann stellt die bitte, während ich durch die Themen durchgehe. Okay? Shall we start? Können wir anfangen? Great. So you've had the exile of the north and Israel going into Assyria. Also ihr habt das Exil mitbekommen von dem Norden, wie Israel ins Exil musste. And there was a 3-year siege conducted by Shalmaneser V. Da war eine 3-jährige Belagerung, die von Schalmaneser V. Durchgeführt wurde And then concluded by Sargon II. und wurde von Sargon II. Weitergeführt. And so that was the end of the Israelite kingdom. Das war das Ende des israelitischen Königreiches. And Hosea was taken captive, Hosea wurde gefangen genommen and Samaria fell, and the Israelites went to Assyria. And what date was that? Samaria ist gefallen und die Israeliten mussten nach Assyrien. Wann war das? 722. Wow, excellent. 722. And why did all this happen? Warum ist das alles passiert? Because God punished them for the ways they were acting. Yeah, yeah. And how were they reacting? Well, they were acting attuned to their pagan neighbors, such as Canaan or other countries that were worshipping idols through different despicable means and such things. Fabulous. So when they went into Assyria, Als sie nach Assyrien gegangen sind, they resettled there. dann haben sie sich dort niedergelassen. And so a lot of the Israelites were in Assyria, and then Assyrians would come into Israel. Und viele der Israeliten sind nach Assyrien und die Assyrer sind nach Israel gekommen. And they scattered them around so that there wouldn't be any uprising or rebellion. Und die haben sie irgendwie vermischt und zerteilt, sodass sie sich nicht, dass sie keinen Aufstand machen würden. And the resettlement meant that there was a loss of identity as well. Und als sie sich da niedergelassen haben, haben sie auch ihre Identität verloren. And so they lost their culture as well. Und sie haben ihre Kultur damit verloren. So the fate of the 10 tribes, as you know, in Israel, was that they just dispersed, and that was the end of Israel. Also der Glaube der Israeliten hat sich einfach aufgelöst und das war das Ende für Israel. And they were called the 10 lost tribes, which you know. Werden auch die 10 verlorenen Stämme genannt. And they were all absorbed into the nations and never ceased to exist again. Die sind alle in den Nationen aufgelöst und wurden nicht mehr wiedergefunden. And then people from Assyria came to Israel, Und dann kamen Assyrer nach Israel and they combined their worship with the worship of Israel. Sie haben ihre eigene Götzenanbetung mit dem von Israel zusammengebracht.
And the Israelites married Assyrians, and maybe the poor were left still in Israel. Die Israeliten haben Assyrer geheiratet und wahrscheinlich waren noch die Armen in Israel geblieben. And so maybe if there were some real Jewish people there, they married Assyrians. Und wahrscheinlich haben auch ein paar jüdische Leute die Assyrer geheiratet. And they became known as the Samaritans. Und dann wurden sie als Samariter bekannt. And this leads right up into the New Testament, where the Samaritans were hated. Und das führt uns ins Neue Testament, wo die Samariter gehasst wurden. Because they're these half Jews, half Gentile, Denn die waren halb Juden, halb Nicht-Juden. who have adopted Yahweh, but in fact aren't true Jews. Die haben Yahweh als Gott angenommen, aber sie waren keine wahren Juden. And in 2 Kings 17, 24 to 41, you will have read about Samaritans. In 2. Könige 17, 24 bis 41 habt ihr wahrscheinlich schon über die Samariter gelesen. And they come very clearly in the New Testament as well as these hated people. Und die kann man auch gut im Neuen Testament sehen als die verhassten Leute. So, oh yes? So it was a mixture out of Assyrians and Jews. Yes, pretty well. Anyone who was Gentile and Jew, yeah. But that's what happened when they all dispersed. And so in Babylon, it reached its height in Nebuchadnezzar. In Babylon war der Höhepunkt unter Nebukadnezar. And he was the only real strong king of the Babylonians. Er war der einzige starke König der Babylonier. And so when did Nebuchadnezzar reign? Wann hat Nebukadnezar regiert? 643 to 625. Near 605 to 562 BC. Close. Close? 605 bis 562 vor Christus. So he invaded Judah in 605 BC. Er hat Juda in 605 eingenommen. And you'll remember Jehoiakim was made his servant and vassal, and Daniel went off into Babylon. Und ihr wisst vielleicht noch, dass Jehoiakim sein Vasall war und Daniel nach Babylon verschleppt wurde. And you'll remember Daniel and his friends, they were trained and they were put in charge and they were the empire's governors. Und Daniel und seine Freunde wurden trainiert und sie waren dann wichtige Leute damals. And some traditions say that Daniel returned to Jerusalem, but there's no evidence for that. Manche Leute sagen, dass Daniel zurückkam nach Jerusalem, aber da gibt es keine Beweise dafür. And then Jehoiakim rebelled and his son Jehoiachin became king, and he was 18. Jehoiakim hat sich aufgelehnt und Joachim wurde König. Er war 18 Jahre alt. So I'm recapping a little just to give you a run-in. Ich fasse einfach ein paar Dinge zusammen, damit ihr besser reinkommt. And he reigned in Judah for 3 months. Und er hat 3 Monate in Juda regiert. And then Babylon besieged Jerusalem, Und dann hat Babylon Jerusalem belagert. and Jehoiachin is deported to Nebuchadnezzar. Und Jehoiakim wurde durch Nebukadnezar weggebracht. And that was known as the first deportation. Und das war die erste Wegführung. And that was 598 to 597 BC. Und das war 598 bis 597 vor Christus. And that was when all the elite and the wise Judeans were taken. Und es war, als die Elite und all die weisen Israeliten weggenommen wurden. And that was when Ezekiel was taken, Und zu der Zeit wurde auch Ezekiel weggeführt. along with Jehoiachin and the skilled workers. Yeah, yeah, okay. Achso, es war ein langer Weg für Jehoiachin und die begabten Arbeiter von ihm. Okay. And then you have Zedekiah who rebelled, Es gab Zedekia, der rebelliert hat. and you have the second major exile, which is 587 to 586 BC. Und die zweite große Wegführung, die 587 bis 86 vor Christus war. And Jeremiah, where did Jeremiah go into exile? Wann ist Jeremia ins Exil gegangen? Oder wohin? Yeah, Egypt. Yeah, he's thought to have spent his days in Egypt.
Er hat seine letzten Tage in Ägypten verbracht. And what did he write when he was in Egypt? Was hat er geschrieben, als er in Ägypten war? Yeah, Die Klagelieder. yeah. Genau. And then you had the third and the final deportation in 582 BC. Und dann habt ihr die dritte und letzte Wegführung in 582 vor Christus. And then only the very poor are left. Und dann waren nur die Jüngsten die Ärmsten zurückgeblieben. So there are some Jews that are left in Jerusalem, Also da sind Juden, die zurückgeblieben sind in Jerusalem, but they're very poor aber die sind sehr arm and the city is destroyed. und die Städte sind zerstört. And the three deportations which are mentioned in Jeremiah is in Jeremiah 52, 29 to 30. Und die drei Wegführungen, die genannt werden in Jeremia, die findet man in Jeremia 52, 28 bis 30. And you'll notice that he says there are about 4,500 that were deported, with around a little over 3,000 which were the first to go. Und ihr könnt lesen, dass ungefähr 3000 Juden weggeführt wurden nach Babylon. Ja. So you've done Ezekiel, so you know roughly where they were around here, they were all deported to. Und ihr habt Ezekiel gelesen und ihr wisst, dass sie ungefähr da hingebracht wurden. So they have life in Babylon now. Also haben sie ihr Leben jetzt in Babylon. And the people were treated pretty well. Und den Leuten ging es dort ziemlich gut. The Babylonians sought to gain the loyalty of those that they conquered. Also die Babylonier wollten gerne den Leuten aus Jerusalem Loyalität zeigen. So they allowed them a good deal of freedom. Und so haben sie ihnen einiges an Freiheit gewährt. And they could pursue a good life for themselves in the empire. Sie konnten ein gutes Leben im Königreich bekommen. So you know people like Daniel and his friends who actually gained a good life and a good living. Also ihr kennt Leute wie Daniel und andere, die ein gutes Leben dort hatten. And as generations passed, Babylon was the only place known for a lot of people. Und als Generationen, als die nächste Generation kam, war Babylon bekannt als ein guter Ort für die Leute. But although life was good, there were some people who recognized that their exile was the result of their sin. Aber auch wenn das Leben gut schien, haben manche Leute erkannt, dass das Exil das Ergebnis ist für ihre Sünde. And because of their rebellion to God, and they wanted to turn back to Him, and we see that in Daniel. Und sie haben gemerkt, dass sie sich Gott zurückkehren wollen und nicht mehr rebellisch sein wollen. So although they worshipped God, the one thing that they couldn't do was follow the sacrifices. The temple had gone. Auch wenn sie geopfert haben, konnten sie das nicht machen wie vorher. So although they could dedicate themselves to God, they were disillusioned. Also auch wenn sie sich selber Gott hingegeben hätten, waren sie irgendwie zerstreut. And they sensed that God had rejected them. Sie haben erkannt, dass Gott sie abgelehnt hat, But the reality was that they had rejected God. aber die Realität war, dass sie Gott abgelehnt haben. So the Babylonian king was quite short-lived. It only lasted for about 87 years. Der babylonische König, der hat nur kurz gelebt, für 87 Jahre. And the final king, which you saw in Daniel, was Nabonidus and Belshazzar. Und die Hauptkönige, von denen ihr lest, waren Nabonidus and Belshazzar. waren Nabonidus und Belshazzar. So in Babylon, as I mentioned, people have lost their king,
In Babylon hatten also die Leute ihren König verloren, they've lost their temple, ihren Tempel haben sie verloren, they've lost their land, ihre Ländereien they've lost their covenant, und den Bund. they've lost everything. Sie haben alles verloren. And this land that was promised to Abraham Und dieses Land, was dem Abraham versprochen wurde, had been taken by the Babylonians, wurde von den Babyloniern eingenommen. and their temple where God dwelt had been destroyed. Und der Tempel, wo Gott gewohnt hat, der wurde zerstört. So it seemed that the end of the line of David had finished, Also es schien, dass die Thronfolge Davids beendet war. and they had lost everything that God had promised them. Und sie haben alles verloren, was Gott ihnen versprochen hatte. So now, how could they hold on to God's promises? Wie konnten sie sich jetzt an Gottes Versprechen festhalten? And God is true to his covenant, but they needed to believe that. Gott steht zu seinem Bund, aber sie mussten das glauben. And it's similar for us today. There might be promises that we believe God has given us. Und es ist heute für uns ähnlich. Da gibt es Versprechen, die Gott uns gegeben hat. There might be something now or in the future that God has laid on our heart. Da könnte was sein, was jetzt gerade oder in der Zukunft Gott auf unser Herz gelegt hat. We can lack hope that nothing will ever come into being. Und es kann sein, dass wir zu wenig Hoffnung haben und nicht glauben, dass das wirklich passieren wird. That God is always true to his word. Aber Gott steht zu seinem Wort. And the main thing is to look to him and to worship him. Und die Hauptsache ist, dass wir auf ihn schauen und ihn anbeten. And we don't always know how life will turn around, but we know that he is true. Wir wissen nicht immer, wie das Leben seinen Lauf nimmt, aber wir wissen, dass er wahrhaftig ist und treu. So if you are, as Matthew says, yes, I have a question to the ark. Do we actually know what happened to the ark? I'm going to go into that, yes, I'll go into that later. Yeah. So as Matthew says, if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple and you suddenly remember that someone has something against you, leave your sacrifice there at the altar, go and be reconciled to that person, then come and offer your sacrifice to God. Also wir können in Matthäus 5, 21 bis 22 Folgendes nachlesen. 21 bis 25. You read this one, ne? Yeah, thanks, Lord. Yeah, okay, then you just read it, it's fine. Okay. So they needed to come to God. They needed to forgive one another. They needed to be reconciled to God, their loving God. Also sie mussten einander vergeben, sie mussten mit Gott versöhnt sein, dem Gott, der sie liebt. And they were going to come and offer their sacrifice to God as they came back to Jerusalem. Und als sie zurückgekommen sind nach Jerusalem, konnten sie wieder Opfer bringen. And obviously this is fulfilled in Matthew. Und das wurde in Matthäus erfüllt. But this process happened when they were coming back to build their temple and be reconciled to the God that they had deserted. They were coming back to Jerusalem and to be reconciled to everything that they left behind. Sie kamen zurück nach Jerusalem und waren versöhnt mit all dem, was sie zurückgelassen hatten. And God has a life and a plan for all people. Gott hat ein Leben und einen Plan für alle Leute. So as we know, Jeremiah wrote to the exiles Wie uns bekannt ist, dass Jeremia an die Leute im Exil geschrieben hat. and he told them to build houses and plant vineyards Er hat ihnen gesagt, dass sie Häuser bauen sollen und Weinberge anpflanzen and build gardens, which he did in here, und Gärten anlegen sollten and to live normal lives. und normale Leben zu führen. And the Jews were allowed to go about doing this, and they had business and they prospered. Und die Juden durften das machen, sie hatten Geschäfte und es ging ihnen gut damit. And we too can be drawn into idolatry by the world. Und wir können auch durch Götzendienst in die Welt
And we don't always see what God is doing in our lives Und wir sehen vielleicht nicht immer, was Gott in unserem Leben tut, as we get drawn into the world. wie wir in die Welt gezogen werden. And that was the same with those people. Und es war das Gleiche mit den Leuten damals. That some of them would sit by the river and pray and worship. Und manche von denen würden am Fluss sitzen, beten und anbeten. And Jeremiah said, "The Lord has sent you all his servants, the prophets, but you have not listened or even paid attention. Turn from the evil road you were travelling and from the evil things you were doing. Only then will I let you live in this land that the Lord gave to you and your ancestors forever, but you would not listen to me." Überdies hat der Herr immer wieder, ohne nachzulassen, seine Boten, die Propheten zu euch gesandt. Aber auch ihnen habt ihr nicht gehorcht. Kehrt doch um, jeder einzelne von euch, lasst ab von dem falschen Weg, den ihr eingeschlagen habt, und hört auf, Böses zu tun. Dann dürft ihr für immer in dem Land wohnen bleiben, was der Herr euch und euren Vorfahren geschenkt hat. Aber ihr habt euch nicht gehört. And he said, "But I will be merciful only if you stop your evil thoughts and deeds and start treating each other with justice. Then I will let you stay in this land that I gave to your ancestors to keep forever. Don't be fooled into thinking that you will never suffer because the temple is here. It's a lie." Nur wenn ihr euer Leben und euer Tun von Grund auf ändert, wenn ihr gerecht miteinander umgeht, nur dann will ich euch hier wohnen lassen, in diesem Land, das ihr euren Vorfahren gab, damit es für immer euch gehöre. Aber in Wirklichkeit vertraut ihr auf Lügenworte, die gar keinen Nutzen haben. Dann kommt ihr hierher in den Tempel, das Haus, das mir als Eigentum zugesprochen wurde, und sagt, hier sind wir sicher. So if the people had actually listened to Jeremiah and to the prophets, this wouldn't have happened. Wenn die Leute wirklich auf Jeremia und auf die Propheten gehört hätten, wäre das nicht passiert. And for some people, this really confirmed Jeremiah as the true prophet, Und für manche Leute hat das nochmal bestätigt, dass Jeremia der wahre Prophet ist. which they hadn't always accepted during his lifetime. Und das haben sie nicht immer angenommen während seines Lebens. They thought they were untouchable and God would bless them regardless. Sie dachten, sie sind unberührbar und Gott würde sie segnen, egal was sie tun. And God is holy and they didn't keep his covenant. Aber Gott ist heilig und sie haben nicht den Bund mit ihm gehalten. And they were constantly unfaithful and idolatrous. Und sie waren die ganze Zeit über Untreu. untreu und haben nicht den Bund gehalten. And the same can be true with some Christians, sadly. Und das Gleiche kann auch mit Christen passieren. We can think that God is with us and we can do whatever we like. Wir können denken, dass Gott bei uns ist und wir tun können, was auch immer wir wollen. And we are forgiven because of who we are in Christ. Uns ist vergeben wegen dem, wer wir in ihm sind, in Gott sind. Jesus longs for us constantly to have a relationship with him and look to him in all things. Aber Jesus möchte immer, dass wir Beziehung mit ihm haben und auf ihn schauen in allen Dingen. There's a saying you probably know that the Exodus took Israel out of Egypt, but it took the exile to get Egypt out of Israel. Da gibt es ein Sprichwort, das heißt, beim Auszug wurden die Israeliten aus Ägypten ausgeführt, aber es hat bis zum Exil gedauert, um die Ägypter aus Israel rauszubringen. So what do you think some of the implications of the exile were? Was denkt ihr waren Anzeichen für das Exil? I've kind of gone through some of it, Ich habe manche schon erwähnt, but what do you think would be the implications of these Jewish people in exile? Being in exile. was denkt ihr, was waren die Influence? Yeah, the implications, yeah, how they were influenced there. Aha. Also was waren die Einflüsse, die die Juden im Exil erlebt hatten? The loss of identity. Yeah, Identitätsverlust? Humbling. Demütigung? Humbling.